Du füllst den Napf morgens auf. Am Abend ist er leer. Also füllst du ihn wieder. Es fühlt sich einfach an, großzügig, liebevoll. Schließlich kann deine Katze fressen, wann sie möchte. Kein Druck, kein Zeitplan, kein Betteln. Und genau hier liegt das Problem. Denn was von außen wie Freiheit aussieht, fühlt sich innerlich oft ganz anders an. In den nächsten Minuten zeige ich dir, was wirklich im Körper deiner Katze passiert, wenn ständig Futter verfügbar ist. Und warum genau dieses harmlos wirkende Verhalten Gewichtsprobleme, Futterunruhe, Betteln und sogar feine Verhaltensänderungen erklären kann, die viele Halter einfach auf die Persönlichkeit schieben. Aber zuerst musst du etwas verstehen, das viele für selbstverständlich halten. Die Vorstellung, dass Katzen sich beim Fressen selbst regulieren, ist einer der am häufigsten wiederholten Sätze in der Katzenwelt. Es klingt vernünftig. Eine wilde Katze frisst, wenn sie Hunger hat und hört auf, wenn sie satt ist. Also kann eine Hauskatze das doch sicher auch. Aber hier kommt die unbequeme Wahrheit. Die meisten Hauskatzen regulieren sich beim Fressen nicht gut. Sie sind keine kleinen Wildkatzen, die in idealem Gleichgewicht leben. Sie sind Wohnungsräuber mit wenig Möglichkeiten, Energie zu verbrauchen, umgeben von Futter, das viel kalorienreicher ist als alles, was ihre Vorfahren je gefressen haben. Echte Beute besteht zum großen Teil aus Wasser und Protein. Eine Maus liefert ungefähr 30 Kilokalorien. Trockenfutter liefert pro Stück oft 2 bis 4 Kilokalorien, manchmal mehr. Mit anderen Worten, deine Katze muss gar nicht viele Kroketten fressen, um sehr viele Kalorien aufzunehmen. Und genau hier beginnt Dauerfütterung still problematisch zu werden. Wenn Futter immer verfügbar ist, entscheidet deine Katze nicht nur über echten Hunger, wann sie frisst. Sie entscheidet auch über Langeweile, Stress, Gewohnheit, Nähe zum Napf, emotionale Stimmung oder manchmal einfach, weil der Napf gerade dasteht. Ähnlich wie wir, wenn wir vor dem Fernseher snacken. Und jeder kleine Bissen summiert sich. Sprechen wir kurz über Hormone. In einem gesunden Fütterungsrhythmus geht der Körper deiner Katze durch klare Hunger- und Sättigungsphasen. Hungerhormone steigen, dann kommt Futter, dann steigen Sättigungshormone, dann kann der Körper zur Ruhe kommen. Dieser Rhythmus ist wichtiger, als viele denken. Er unterstützt Verdauung, Stoffwechsel, Blutzucker und emotionale Balance. Dauerfütterung stört genau diesen Kreislauf. Wenn Futter immer in kleinen Mengen verfügbar ist, bauen sich Hungersignale nie ganz auf und Sättigungssignale resetten sich nie wirklich. Deine Katze lebt in einer dauerhaften, nie ganz gelösten Zwischenphase. Das Ergebnis? Eine Katze, die insgesamt mehr frisst, ohne sich jemals wirklich satt zu fühlen. Und genau hier kommt der Punkt, den die meisten übersehen. Dieses Muster ist einer der größten stillen Treiber von Übergewicht bei Wohnungskatzen. Die meisten dauergefütterten Katzen fressen nicht große Mengen auf einmal. Sie knabbern. Hier ein paar Stück, dort ein paar Stück. 20 kleine Besuche am Napf pro Tag. Es sieht harmlos aus, aber jeder Besuch bringt Kalorien. Und die meisten dieser Kalorien kommen ganz ohne echten Hunger zustande. Über Monate summiert sich das. Eine Katze, die nur 10 bis 15 zusätzliche Kroketten pro Tag bekommt, kaum sichtbar im Alltag, kann allein dadurch ein halbes Kilo Gewicht im Jahr zulegen. Über 2 oder 3 Jahre wird daraus deutlich mehr. Und der Halter ist oft ehrlich verwirrt. Sie frisst doch kaum. Er rührt seinen Napf kaum an. Aber der Napf ist eben immer offen. Und der Körper nimmt langsam dauerhaft auf. Jetzt zum Verhalten. Und das überrascht viele am meisten. Viele Halter füttern dauerhaft, weil sie hoffen, das Betteln dadurch zu reduzieren. Bei einigen Katzen klappt das anfangs auch. Bei vielen anderen passiert das Gegenteil. Warum? Weil Futter zu einem ständigen Hintergrund wird. Es ist nie erwartet, nie ein Moment, nie ein Ereignis. Das verschiebt die Beziehung deiner Katze zum Futter still, weg von besonderer Augenblick hin zu endlos verfügbare Option. Und überraschenderweise kann diese ständige Verfügbarkeit bei manchen Katzen die Anspannung erhöhen. Sie werden hyperaufmerksam für den Napf. Sie kontrollieren ihn ständig. Sie verteidigen ihn. Sie reagieren irritiert, wenn er weniger voll ist als sonst. Sie wachen zu seltsamen Zeiten auf, um zu fressen. Es sieht aus wie Hunger. Oft ist es etwas Tieferes. Eine Katze, die den Rhythmus des Fütterns verloren hat,
und dadurch innerlich unsicher wirkt. In Mehrkatzenhaushalten kann Dauerfütterung außerdem versteckte Spannungen erzeugen. Eine Katze dominiert den Napf, eine andere frisst zu schnell. Eine dritte meidet ihn, sobald die dominante Katze in der Nähe ist. Diese leisen Dynamiken bleiben vielen Haltern verborgen, prägen das Verhalten aber jeden Tag. Vielleicht fragst du dich nun, kann Dauerfütterung überhaupt sinnvoll sein? Ja, in bestimmten Situationen kann sie sogar hilfreich sein. Sehr schlanke Katzen, die ihr Gewicht stabil halten. Untergewichtige Katzen in der Erholung nach Krankheit. Manche Kitten in bestimmten Wachstumsphasen. Katzen mit speziellen medizinischen Bedürfnissen, immer in Absprache mit dem Tierarzt. In diesen Fällen kann kontrollierter Zugang sinnvoll sein. Aber für die meisten gesunden, erwachsenen Wohnungskatzen ist Dauerfütterung nicht so harmlos, wie sie wirkt. Sie ist eine perfekte Grundlage für langsame, unsichtbare Gewichtszunahme, eine abgestumpfte Hungersättigungskurve und eine erhöhte Fokussierung auf Futter. Und genau hier kommt die ruhigere, klügere Alternative. Strukturierte Fütterung muss nicht streng sein. Du musst nicht nur zweimal am Tag füttern. Du musst nicht Futter verweigern, wenn deine Katze echten Hunger hat. Du musst dich nicht hart fühlen. Ein guter Mittelweg sieht so aus: 3 bis 5 kleine, abgewogene Mahlzeiten pro Tag. Jede Mahlzeit klein genug, damit der Körper eine echte Sättigung erleben kann. Ein Napf, der zwischen den Mahlzeiten leer ist. Ein vorhersehbarer Rhythmus, auf den deine Katze sich verlassen kann. Und zwischendurch Futterspielzeug, Schnüffelbretter oder Verstecke, um Beschäftigung zu schaffen, ohne mehr Futter zu geben. Das kommt deutlich näher an das, wofür Katzen biologisch gemacht sind. Kleine, häufige, erarbeitete Mahlzeiten. Nicht unbegrenztes Knabbern, nicht 2 riesige Portionen. Und das verstehen viele Halter nicht sofort. Katzen fühlen sich mit Struktur tatsächlich sicherer. Ein vorhersehbarer Napf sagt deiner Katze: Futter kommt, es ist alles in Ordnung, du bist versorgt. Ein ständig voller Napf sagt etwas anderes. Futter existiert irgendwo, irgendwie, immer. Für uns klingt das ähnlich. Für eine Katze fühlt es sich völlig anders an. Die eigentliche Frage ist also nicht: Ist meine Katze satt? Die eigentliche Frage ist: Lebt meine Katze in einem regulierten Rhythmus? Denn Regulation, hormonell, emotional, verhaltlich, ist das, was eine ruhige, ausgeglichene, gesunde Katze ausmacht. Und Dauerfütterung arbeitet bei den meisten Katzen still gegen all das. Was passiert also wirklich, wenn der Napf deiner Katze immer voll ist? Die Hungerhormone werden unklar. Die Sättigung resettet sich kaum. Snacken ersetzt echtes Fressen. Kalorien sammeln sich leise. Gewicht steigt langsam. Betteln nimmt oft sogar zu. Futter wird zum Hintergrundgeräusch statt zu einem klaren Moment. Nicht, weil Dauerfütterung böse ist, sondern weil sie genau den Rhythmus auflöst, in dem der Körper deiner Katze leben sollte. Wenn du nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann diese: Ein voller Napf ist nicht dasselbe wie eine gut versorgte Katze. Eine gut versorgte Katze hat einen Körper, der im Rhythmus ist. Und dieser Rhythmus entsteht durch Struktur, nicht durch ständige Verfügbarkeit. Du musst nicht streng sein. Du musst nur bewusst sein. Wenn du jahrelang dauerhaft gefüttert hast und deine Katze gesund ist, ist das wundervoll. Behalte Gewicht und Verhalten im Auge. Wenn du langsam Zunahme, mehr Betteln oder ständiges Kontrollieren des Napfes beobachtest, kann genau dieses Video das fehlende Puzzlestück sein. Schreib mir in die Kommentare: Fütterst du dauerhaft, zu festen Zeiten oder irgendwo dazwischen? Ich lese jeden Kommentar. Und wenn du verstehen willst, was wirklich passiert, wenn deine Katze übergewichtig ist, dann schau dir als nächstes dieses Video an.